Ein herzliches Dankeschön an alle von euch, die sich in den letzten Tagen eins unserer E-Books geholt haben. Wir haben nach dem Kanada-E-Book wirklich nicht nochmal damit gerechnet, aber auch das Alaska-E-Book hat wieder so viel Anklang unter euch gefunden. Wir haben so tolles Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Und wir haben auch beschlossen, als Dankeschön den Einführungsrabatt um eine Woche zu verlängern. Wenn ihr also auch überlegt, mal nach Alaska zu reisen, am besten mit dem Camper, dann ist das E-Book sicher was für euch mit über 120 Seiten an Fakten, Reisetipps, praktischen Infos rund ums Campen, aber auch sowas wie Stellplatzempfehlungen. Also schaut sehr gerne in unserem Shop vorbei unter chirpytravelers.com/shop. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Hola! Wir wollten euch eigentlich heute mit an den Hafen mitnehmen und zusammen mit euch Jimmy unseren Van endlich abholen und euch auch endlich mal ein bisschen mehr zu unseren Reiseplänen erzählen. Ja, leider wird daraus aber nichts. Wir sind jetzt seit knapp 4 Wochen stationär hier in verschiedenen Airbnb-Wohnungen. Und das aus dem Grund, dass unser Van Verspätung hat. Aktuell sind es wohl 40 Tage, die der Van später ankommen soll, obwohl auch dabei nicht alles geklärt ist und für uns noch einige Fragezeichen offen stehen. Mittlerweile ist das unsere 3. Wohnung, die wir haben. Das, weil sich ständig unsere Pläne ändern. Wir können nichts vorplanen, wir wissen nicht, wann der Van ankommt, wir bekommen immer wieder neue Daten, ja, was die ganze Sache nicht einfach macht. Aber zum Glück haben wir eine tolle Wohnung gefunden, wo wir uns richtig wohlfühlen und langweilig ist uns auf jeden Fall auch nicht, denn es gibt hier richtig viel zu entdecken und wir haben auch richtig viel zu arbeiten. Das Ganze hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht nach Kolumbien verschiffen und somit eine nicht ganz typische Route fahren. Und was uns anfangs nicht bewusst war, ist, dass diese Route aus 3 Teilstrecken besteht. Der Container fährt also mit insgesamt 3 verschiedenen Containerschiffen mit 2 Neuverladungen an Häfen bis ans Ziel. Und jedes Mal, wenn der Container wieder an einem neuen Hafen neu verladen werden muss, gibt es wieder ein Risiko, dass es zu Komplikationen kommt. Natürlich kommt es auch bei uns eben zu diesen Komplikationen und es kommen gleich mehrere Dinge zusammen, so wie es sein musste. Zurzeit ist einiges um uns herum ziemlich kompliziert, aber eine Sache ist es zum Glück gar nicht. Auch wenn wir unterwegs sind, kann ich mich immer auf AG1 verlassen, denn dank der Travel Packs kann ich auch, wenn wir unterwegs sind, auf die vielen Inhaltsstoffe zugreifen, die bereits seit einigen Jahren mein tägliches Nährstofffundament bilden. Nun wurde die Rezeptur noch weiter verbessert. AG1 setzt nämlich mit Continuous Improvement auf die stetige Optimierung ihres Produkts. Genauso wie es eben auch in der Wissenschaft fortlaufend neue Erkenntnisse gibt. Die über 70 Inhaltsstoffe unterstützen fast jeden Bereich des Körpers, von der Verdauung über den Stoffwechsel, das Immunsystem bis zu den Haaren. Und gerade die Verdauung wird jetzt noch besser supported, denn laut Statista leidet etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung an Verdauungsbeschwerden. Das neue AG1 unterstützt jetzt durch Calcium die Verdauungsenzyme dabei, die enthaltenen Nährstoffe effektiv aufzunehmen. AG1 ist nun auch durch die unabhängige Prüfung der Kölner Liste zertifiziert und es wird von den Olympischen Stützpunkten Baden-Württemberg empfohlen. Es steht also über 750 AthletInnen in ihrer Vorbereitung für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 zur Verfügung. Probiert AG1 doch einfach aus.
Aktuell gibt es auch ein besonderes Angebot für unsere Community. Auf drinkag1.com/chirpytravelers erhält ihr beim Abschluss eines Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 40 € kostenlos dazu. Dabei wird AG1 im Abo monatlich frei Haus geliefert und das komplett ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wieso wir uns so dick eingepackt haben. Vor kurzem haben wir uns noch beklagt, wie warm das ist. Ja, wir sind mittlerweile auf der Südhalbkugel, das heißt, bei uns ist schon Winter, in Europa ist es schon Sommer und hier ist es richtig kalt. Ja, wir frieren. Es ist halt so seltsam, wenn man die Bilder aus Europa sieht, wo alle im T-Shirt sind und so gute, positive Sommerlaune haben. Ja, hier ist es im Vergleich ein bisschen grau. Also ja, es ist nicht unbedingt grau, also wenn schön Wetter ist, ist es schon richtig angenehm. Genau, dann lässt sich wirklich, man spürt so richtig, wie die Sonne wärmt. Aber die Hände frieren schon bald und ich wünschte, wir hätten wärmere Sachen eingepackt. Ja. Naja, konnte man ja nicht wissen. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el sol. Ihr wollt sicher auch wissen, wo wir denn sind. Wir sind in Buenos Aires, Argentinien. Und nein, wir haben den Van nicht nach Argentinien verschifft. Aber es ist eine gut gelegene Zwischenstation. Und wir wollten ja in erster Linie mal der Hitze entfliehen aus Zentralamerika. Und wir dachten auch, dass das eine sehr günstige Option ist. Dass es so kalt sein wird und wir so weit in den Winter kommen, hatten wir nicht erwartet. Und es ist auch tatsächlich gar nicht mal so günstig. Buenos Aires finden wir aber trotzdem richtig cool. Also die Stadt an sich ist schon ein Besuch wert. Aber dann auch noch ja, das Essen, die Weinkultur und es ist alles sehr europäisch hier. Also wir fühlen uns schon richtig in unserer Komfortzone, was nach den letzten Monaten doch eine Wohltat ist. Aber abgesehen davon haben wir in den letzten Wochen auch Freunde getroffen, die wir quasi am Anfang unserer Reise kennengelernt haben. Die einen hatten wir in Halifax getroffen, die anderen haben wir, glaube ich, auf der Baja kennengelernt, oder? Ja, genau, das war auf der Baja, ja. Und für sie ist quasi die Reise jetzt zu Ende. Und wir stehen jetzt hier in Buenos Aires, haben noch einiges vor uns. Aber es war richtig schön, die zu treffen. Ja, liebe Grüße auch. Und apropos Essen, etwas sehr Typisches hier in Argentinien sind Empanadas. Die gibt es fast an jeder Ecke und das hier ist unser Lieblingsladen. Wir holen uns jetzt welche. Hola, me das dos empanadas, una caprese y la otra con jamón y queso. ¿Están calientes? ¿Son calientes? Sí, también así las queremos calientes. Ahí deben hacer eso. Gracias. Ciao. Ciao. Die Empanadas sind schon wieder ein bisschen teuer geworden. Ja. Und so sehen die aus. Die sind richtig lecker. Es ist schon krass, wie selbst bei solchen Dingen wie Empanadas die Inflation spürbar ist hier. Also die Preise verändern sich hier teilweise wöchentlich. Selbst bei einfachen Lebensmitteleinkäufen müssen auch wir darauf achten, was wir uns denn gerade leisten können, denn auch Dinge, die für uns selbstverständlich sind hier ganz schön teuer teilweise. Es ist gar nicht so, dass es wahnsinnig günstig wäre, auch wenn sich der Eurokurs immer ein bisschen anpasst. Aber ja, man sieht auch immer wieder leerstehende Häuser, die sie nicht fertig gebaut haben, weil das Geld ausgegangen ist. Ich glaube, wir gehen dann in einem einzelnen Buenos Aires Video dann noch ein bisschen näher drauf ein. Aber es ist schon krass, wie spürbar das ist, finde ich. Would you let me take a minute of your time? Might just be surprised where it gets you.
Empanada war mal wieder richtig lecker. Ich habe mich einmal durchprobiert und ich finde immer noch, die besten sind die mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Ich finde die Schinkenkäse richtig gut. Ja, die sind auch sehr lecker, das stimmt. Aber wir wollten euch ja noch kurz erzählen, wo denn das Problem mit dem Van eigentlich liegt, wieso es zu dieser Verzögerung kommt. In Panama hat nämlich alles noch gut geklappt, aber das Problem fing dann am ersten Zwischenhalt in Kolumbien an. Ja, das Schiff, das den Container da wieder mitnehmen sollte für den zweiten Teilabschnitt, hat einfach beschlossen, Kolumbien aus der Route zu streichen und den Hafen gar nicht erst anzufahren. Da kam es zur ersten Verzögerung. Und dann, ja, als das zweite Schiff zugeteilt wurde, hat der Zoll kurzfristig beschlossen, den Container und den Van zu prüfen. Das ja, hat dazu geführt, dass das zweite Schiff verpasst wurde. Und unser aktueller Stand ist jetzt, dass wir darauf warten, dass ein neues Schiff zugeteilt wird, was irgendwie einfach nicht passiert. Es zieht sich so in die Länge und ja, drum sind wir so in der Schwebe. Wir wissen nicht mal, ob die 40 Tage Verzögerung überhaupt zutreffen, denn das basiert auf keinem konkreten Schiffsfahrplan. Das ist ziemlich nervig, aber ja. Auch die Mücken sind hier nervig. Ja, die sind sehr nervig und ich würde sagen, wir gehen gleich weiter, weil die schwirren hier überall um und es gibt gerade eine Denguewelle in Argentinien. Ja. Das ist echt sehr uncool. Just all in my floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winners know? Tell me and be honest. Tell me, should I know? Home sweet home. Das hat richtig gut getan, draußen zu sein. Auch wenn es kalt ist, mit der Sonne wärmt man sich schön auf und draußen in den Parken zu sehen, dass so viele Menschen draußen sind und jeder ist mit seiner Matte unterwegs, diese kleinen Teekannen oder Thermoskannen mit dem Tee. Es wird hier richtig gelebt, also ich finde das richtig cool. Aber eine Sache wollten wir euch noch sagen, dass also der Verschiffer ist eigentlich an dem ganzen Schlamassel gar nicht schuld. Also der kann am wenigsten dafür, dass unser Van halt immer noch nicht angekommen ist. Wir hören ja immer wieder Geschichten von Vans, die irgendwo anders landen, die gar nicht mitgenommen werden von den Reedereien. Ja, ist allgemein ein großes Problem hier und jetzt betrifft es auch uns. Ja, wir sollten uns eigentlich auch gar nicht wundern. Ja. Und wie geht's jetzt für uns weiter? Wir warten, genauso wie die letzten Wochen. Wir warten auf Informationen, dass sich irgendetwas weiter bewegt, dass wir im Endeffekt auch erfahren, wann wir Buenos Aires verlassen können und den Van abholen können. Bis dahin nutzen wir die Zeit so gut wie möglich. Wir haben ja einige Ecken hier in Buenos Aires sehr zu schätzen gelernt, aber es gibt auch einige, die wir noch nicht kennen, also wird es uns sicher nicht langweilig. Außerdem haben wir auch einiges noch zu arbeiten und wir haben ein paar neue Projekte angestoßen. Wir hoffen sehr, dass wir euch dazu bald schon mehr erzählen können. Wir wollen uns an dieser Stelle aber unbedingt auch noch bei AG bedanken und auch bei euch, denn wir hoffen sehr, dass ihr uns auch ein Abo hinterlässt, ein Like, einen Kommentar und ihr auch unsere Reise weiterhin mitverfolgt. Wir würden uns sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Hasta luego! Hasta luego! Nada me rompe, no, no, nada me rompe.